Und heute, wie von vielen gewünscht, probiere ich mal ein Video über die Hufrehe zu machen. Viel Spaß! Was ist denn eigentlich Hufrehe? Wie entsteht sie? Ja, und wie sieht die Behandlung aus? Ich probiere jetzt mal in meinen eigenen Worten zunächst zu erklären, wie der Huf überhaupt funktioniert. Viele denken, der Huf ist einfach nur ein Stück Horn, wie ein großer Fingernagel. Aber das stimmt so nicht. Der Huf ist richtig komplex und ein echtes Wunderwerk. Ich zeige euch gleich einen Querschnitt und erkläre die wichtigsten Teile. Das Hufbein, die Huflederhaut, den Hornschuh und die weiße Linie. Stellt euch vor, ein Pferd wiegt über 300 Kilo und all das steht auf 4 kleinen Hufen. Wenn der Huf nur ein totes Horngebilde wäre, würde das doch nicht funktionieren. Es ist viel mehr als das. Der Huf lebt, er federt, er hält alles zusammen. Er hat verschiedene Schichten, die wie ein Team arbeiten, damit das Pferd sicher steht und laufen kann. Schaut mal hier, das ist ein Querschnitt. Jetzt erkläre ich euch die einzelnen Teile. Das hier ist das Hufbein, auch Pedalbein genannt. Es sitzt in der Mitte des Hufes und ist ein kleiner Knochen. Er ist wie das Fundament, auf dem das ganze Gewicht des Pferdes ruht. Ohne das Hufbein wäre der Huf nicht stabil. Es ist der Kern von allem. Rund um das Hufbein liegt die Huflederhaut. Sie ist lebendig, voller Blutgefäße und Nerven. Sie hat winzige fingerartige Strukturen, die das Hufbein mit dem äußeren Huf verbindet. Das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Trampolin, das durch die vielen Federn außen elastisch und sicher sitzt. Die Huflederhaut sorgt dafür, dass der Huf nicht nur hart, sondern auch elastisch ist und Stöße abfedern kann. Dann kommt der Hornschuh. Das ist die harte Schicht, die ihr von außen seht. Er besteht aus Horn, das ständig nachwächst, weil die Huflederhaut im Inneren dafür sorgt. Der Hornschuh ist wie eine Schutzhülle. Er hält den Huf zusammen und trägt das Gewicht mit, aber er ist genau auf die Huflederhaut abgestimmt. Und hier, seht mal, das ist die weiße Linie. Sie ist eine schmale Zone zwischen Hornschuh und Huflederhaut und sieht weiß aus, weil sie weicher ist als das Horn. Die weiße Linie ist wie der Kleber, der alles zusammenhält. Sie sorgt dafür, dass der Hornschuh fest sitzt, aber auch flexibel bleibt. Also schon ein Wunderwerk der Technik, so ein Huf. Da hat sich die Natur aber richtig viel Mühe gegeben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn eben das Symptom, und eigentlich ist es ja nur das Symptom, die Hufrehe auftritt. Doch bei einer Hufrehe wird dieses empfindliche Gleichgewicht zerstört. Die Entzündung der Huflederhaut beginnt meist durch eine Stoffwechselstörung, wenn das Pferd etwa zu viel energiereiches Futter aufnimmt und der Insulinspiegel stark ansteigt. Dadurch verengen sich die Blutgefäße in der Huflederhaut, das Gewebe wird nicht mehr richtig durchblutet und entzündet sich. Weil der Huf eine geschlossene Kapsel ist, kann die Schwellung nicht nachgeben. Die Entzündung der Lederhaut wird zwischen Hufbein und Hornwand gequetscht, was die Schmerzen weiterhin verschlimmern. Die feinen Lamellen, die normalerweise das Hufbein stabil halten, lösen sich nach und nach, wie bei dem Trampolin, dessen Federn reißen. Das Hufbein verliert seinen Halt und kann sich absenken oder sogar nach vorne kippen. Gleichzeitig wird die Hornproduktion gestört. Die entzündete Lederhaut kann kein gesundes Horn mehr bilden, wodurch der Huf brüchig wird und die weiße Linie aufreißt. Jeder Schritt presst das Hufbein auf das entzündete Gewebe, was für das Pferd unerträgliche Schmerzen verursacht. Ähnlich, als würde man ständig auf einen entzündeten Zehennagel treten, ohne das Gewicht verlagern zu können. Ohne Behandlung verschlimmert sich dieser Prozess. Das Hufbein kann sich so weit absenken, dass es durch die Sohle bricht. Deshalb ist bei den ersten Anzeichen einer Rehe sofortiges Handeln entscheidend, um die Entzündung zu stoppen und den Huf zu stabilisieren. Jetzt kann man sich, glaube ich, richtig vorstellen, wie schmerzhaft das Ganze für ein Pferd sein muss.
Ja, also wirklich schlimm. Aber es sind ja eigentlich nur die Symptome. Die Hufrehe ist eigentlich nur ein Symptom auf ein Problem, das dann auf jeden Fall noch ergründet werden muss. In meinem nächsten Video berichte ich euch dann, wie es mir mit Neige ging und wie ich es geschafft habe, ja, dass sie eigentlich jetzt momentan wieder absolut symptomfrei ist. Oh, das war's schon wieder, mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Jetzt kommt die Sonne raus, wie herrlich. Und mich würde es freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich natürlich noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert und vielleicht alle Leute, die auch ja, das Thema Hufrehe interessiert, dazu einladet. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.